Was bringt der Vendor-Shop eigentlich genau? Naja, das ist ein Vendor halt, also bei dem Pumpkin-Vendor war es ja, wenn ich mich richtig erinnere, so, dass der sogar 7 Tage da stand, ne? Und dann konntest du ihn abbrechen und hattest wieder die vollen 7 Tage. Aber im Endeffekt macht der unbegrenzte Shop-Zeit. Also Vendor-Shop-Zeit. Das heißt quasi, du kannst dir einen Verkäufer aufstellen statt einen richtigen Shop. Und dessen Laufzeit ist abhängig von deinem Level. Und da ist es dann so, dass du mit dem Vendor diese Zeit auf 3 Tage erhöhst. Also mit dem richtigen Vendor. Es gibt dann noch die Battle Pass-Version, das ist 2 Tage. Und dann gibt es noch die NPC-Version, das ist 1 Tag. Aber die Vendor-Version, also mit dem tatsächlichen Vendor-Item, das es eben aus dem Event gibt, sind es sogar 3 Tage. Das heißt, du machst deinen Verkäufer-Shop und der hält dann einfach 3 Tage. Das heißt, du kannst 3 Tage lang offline sein und trotzdem währenddessen deine Items verkaufen. Du musst 3 Tage nicht online gehen. Solange bleibt dein Shop online, obwohl du offline bist. Faszinierend. Ja, aber als Free-to-Play konnte man bis Halloween, also correct me if I'm wrong, aber bis letztes Halloween, wo es diesen Pumpkin-Vendor zum ersten Mal gab, hat man als Free-to-Play-Spieler, glaube ich, noch nie einen Vendor bekommen. Also ich zumindest nicht. Und da ich nicht ein einziges Event wirklich verpasst habe, ich meine, es gibt ein paar, die habe ich ignoriert, zugegebenermaßen. Also könnte sein, dass es tatsächlich schon mal eins gab und es war ein Event, das ich so sehr gehasst habe oder so, dass ich es mir nicht geholt habe. Aber wenn überhaupt, war das vielleicht wirklich einmal. Also höchstwahrscheinlich gab es das halt wirklich bis Halloween nicht ein einziges Mal. Und jetzt gab es an Halloween. Dann bei dem aktuellen, bei dem letzten Event mit den New Year-Zeug gibt es auch wieder einen Angel-Vendor, das ist vielleicht aber nur 7 Tage. Und jetzt haben sie direkt noch einen draufgepackt. Jetzt gibt es zum ersten Mal einen 15-Tage-Vendor schon wieder in einem Event. Und das finde ich ist richtig nice, weil ich weiß nicht, ob das auf Spielerfeedback basiert, dass sie jetzt die Vendors in Eventbelohnungen packen. Aber I hope so. Also mein Feedback war das auf jeden Fall zum Halloween-Event, dass die das gerne öfter machen können, dürfen, sollen. Weil es als Free-to-Play-Spieler schon immer echt ätzend war, immer nur diese paar Stunden Verkäufershops zu machen, wo du halt oftmals, vor allem wenn du jetzt halt nicht einfach alles gedumpt hast, also die Preise extrem günstig gemacht hast, hast du halt auch einfach mal gar nichts verkauft, wenn du 5 Stunden Shop offen hattest oder halt wirklich eine Sache oder so. Und für eine Sache dann 20, also du stellst 20 Sachen in den Shop und verkaufst dann ein Item für 500.000 oder so. Das ist halt dann, das grenzt ja schon an Zeitverschwendung, kann man fast sagen. Also ich meine, wenn ich einen Shop aufmache, will ich auch was verkaufen. Und wenn ich dann nichts verkauft habe, dann war es ja effektiv Zeitverschwendung. Und das ist jetzt mit den Vendoren, also das ist schon echt, muss man sagen, Gamechanger. Also für Free-to-Play-Spieler ist das ein Gamechanger. Die meisten wird es wahrscheinlich nicht so sehr jucken, weil sehr viele Leute haben ja wahrscheinlich den Battle Pass. Das heißt, die haben immer einen Vendor aktiv. Die wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, wie das Leben ohne ist. Weil du mit Battle Pass, und viele haben ja den 24/7, lohnt sich ja auch. Empfehle ich ja auch immer Leuten, wenn sie cashen wollen, Battle Pass, weil günstig und krasse Belohnungen. Aber für jeden, der den halt nicht hat, ich finde die normalen Vendor-Preise sind geistesgestört. Lass mich kurz checken, damit ich keine Lügen erzähle. Aber ich glaube, der normale Vendor kostet für 30 Tage 900 F-Coin. Oh, Moment, den gibt es gar nicht. Ah, ne, ich habe Angel eingegeben, lol. 1000 F-Coin. Ja. Der günstigste Vendor 30 Tage ist 1000 F-Coin. Das ist schon, finde ich, ziemlich teuer. Vor allem für 1000 F-Coin kannst du ja doch einfach fast den Battle Pass kaufen. Und ja, du hast dann nur in Anführungszeichen 2 Tage Vendor. Aber das ist mir persönlich doch wurscht. Beim Battle Pass kriege ich noch 5000 F-Coin in anderen Belohnungen oder sogar 7000 oder so. Vielleicht sogar eine 7% Karte for free. Also das lohnt sich schon insane beim Battle Pass. Und dieser Vendor direkt kaufen, finde ich, lohnt sich halt überhaupt nicht. Deswegen habe ich es auch noch nie gemacht. Weil ich meine, du könntest ja trotzdem F-Coin einmal kaufen von jemandem und dir davon einen Vendor holen. Das habe ich nie gemacht, weil ich immer gedacht habe, das ist zu teuer. Und ich habe eigentlich nie wirklich so krasse Items verkauft. Ich bin ja nicht so der Händler. Ich verkaufe ja eigentlich immer nur meine Drops, wenn überhaupt. Und die sind meistens nicht so außergewöhnlich bei dem Müll, den ich so droppe, dass sich das jemals gelohnt hätte. Aber wenn ich es jetzt halt gratis bekomme, dann kann man halt auch öfter mal einen Shop machen und einfach mal so ein bisschen gucken, dass man was verkauft bekommt.
Und dann halt nicht immer das Problem hat, dass man nach 5 Stunden den Shop neu machen muss. Also das ist echt eine nice Entwicklung, dass es jetzt diese Vendors innerhalb von 5 oder 6 Events dreimal gibt. Und halt auch meistens echt einfach zu kriegen. Ich feier's. Das ist ein richtig guter Change. Was auch nochmal ein richtig geiles Geschenk wäre, wenn es in einem Event einen Battle Pass gäbe. Wenn du dir quasi einen Battle Pass erspielen könntest. Aber ich glaube nicht, dass sie das jemals machen. Aber das wäre natürlich nochmal... das würde nochmal das Schippe draufsetzen, wenn man sich mal einen Battle Pass erspielen könnte. Aber ja, das wäre, glaube ich, zu insane. Jetzt träumst du, ja. Ich glaube, mit dem Vendor kann man schon zufrieden sein. Das hätte ich auch nie gedacht, dass sie es machen. Hat ja auch 2 Jahre gedauert. Vielleicht in 2 Jahren. Vielleicht gibt es da mal einen Battle Pass. For free. Aber ja, ist schon... Also ich feier's. Sehr nice. Und ja gut, ich meine, das mit dem 10% Speedset ist natürlich auch hammer nice, aber das haben wir jetzt schon ausführlich drüber geredet. Das ist ja sowieso klar. Das ist ja eh klar. Das wurde ja schon ausführlich thematisiert.